Und jetzt holen wir uns den 150er. Auf den bin ich gespannt. Gucken wir mal, ob irgendwas überhaupt passiert ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B08. Wenn man auf Ziele schießt, ich glaube 150 sollte man nicht unbedingt immer nehmen. Maximal 120er. AR Series B08 a Crossbow with Balls. Ich habe hier die Gebrauchsanweisung vom B08 von Steambow. Ziemlich bunt, Verpackung war auch bunt und gedacht ist das Teil out of the box für Paintball-Matches, Spaß-Matches mit Paintballs oder anderes. Auf jeden Fall muss derjenige wahrscheinlich die Balls haben, der vor dem Teil steht und nicht der Bediener, bestimmt. Ich habe mir was Besonderes ausgedacht für euch, und zwar, ich habe hier alte Milchbehälter, ja, das sind nicht ganz eine Gallone, das ist eine halbe Gallone, sprich ungefähr fast 2 Liter. Die Teile machen sehr viel Spaß zu zerschießen, weil die platzen so sehr. Und weil sie ganz einfach sehr dünne Wand haben. Und ich habe, wie gesagt, dieses Teil dabei. Und dann habe ich noch dieses Teil dabei. Das ist vom Proteinpulver. Da ist es ein bisschen dicker, aber auch komplett mit Wasser befüllt. Die werde ich jetzt hier auf 10 Yards werde ich die Teile jetzt hinstellen. Und dann sehen wir, was das Teil bringt mit dem. Was ist drauf? Ein 35er Lipsbogen. Ich habe aber auch noch den 75er dabei, falls es nicht reicht. Ich würde mal sagen, ich nehme das mit. Wir fangen mit dem hier an und der kommt danach, falls der platzt. Die B08 habe ich bisher nur ausgepackt, zusammengebaut und 2-3 Mal auf den Karton in der Garage geschossen. Ansonsten nicht, weil es einfach zu kalt war. Und ja, wir werden sehen, was das Teil kann, wie viel Spaß das macht und. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Auch hier die ganze Armaturen und alles. Was sagen wir jetzt also zu der B08? Es ist eine knallige Farbe auf jeden Fall. Der eine mag es, der andere nicht. Mir macht es jetzt im ersten Ding jetzt noch gar nichts aus. Macht aber einen lustigen Eindruck, einen spaßigen Eindruck auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir laden jetzt das Magazin und dann kann schon losgehen. Ich habe hier meine Schutzbrille, die ziehe ich hier auf jeden Fall an dem Ding. Ich habe mir die Tasche hier gekauft, passt das Magazin perfekt von der Länge rein. Sonstige Sachen, Raillube, Ersatzsehne, Hilfssehne und halt die Kugeln, die habe ich einfach so hier reingeschmissen. Das sind die originale Kugeln. Sprich, sind glaube ich 26 Stück drin und die müssen wir halt heute verschießen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B08. Okay, dann machen wir die Kiste mal zu und wir laden das Teil hier rein. Ist geladen, coole Sache. Hier sehe ich ein kleines Fenster. Sieht man, ob die Kugel drin ist. Wenn man sieht, hier seht ihr das kleine Fenster, da seht ihr, ob die Kugel drin ist, und hier ist der Speiseteller. Also wie gesagt, hier bei 10 Yards, ich denke mal, das ist eine vernünftige Entfernung. Hauen wir erstmal die kleinen drauf auf die weichen Milchbehälter und dann werden wir sehen, was passiert. Also ich mache mal 2-3 Schüsse drauf und dann sehen wir es, weil ich muss die Kugeln sparen. Ich habe nur die 26 hier. Ich habe noch keine neue, deswegen alles klar. So, das lässt sich so easy. Bin es gar nicht mehr gewohnt, so leicht zu. Opa, die kommt zurück. Okay. Bisschen tiefer zielen vielleicht. Getroffen, die fliegt ganz nach hinten. Aber passiert nichts, habt ihr gesehen. Macht keinen Schaden. Alter, die schießt weg. Okay. Genau drauf getroffen und nichts passiert. Werden wir mal sehen, was passiert ist.
Ich habe jetzt 3, 4 Kugeln geschossen. Gucken wir mal, ob irgendwas überhaupt passiert ist. Oh ja, hier seht ihr. Hier läuft ein bisschen aus, also super weich, aber ist nicht viel. Deswegen brauchen wir hier nicht mit der hier anfangen. Also mit der hier brauchen wir nicht anfangen. Da wird gar nichts passieren. Also ein kleines Loch hat sie. Die Kugel nehmen wir mit. Kleines Loch hat sie. Ich habe noch den 75er dabei. Den bauen wir jetzt mal schnell ein und dann probieren wir es mit dem. Also ich habe hier jetzt den Advanced eingebaut, der 75er Bogen. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr immer Bögen tauscht, hier der Mitnehmer, auf jeden Fall darauf achten, dass ihr den mittauscht, weil sonst habt ihr Leerschüsse und das ist mir gerade fast passiert, deswegen. Und ja, jetzt probieren wir das aus und wenn das cool ist, habe ich ganz vergessen, ich habe in meinem Auto immer das Hunting Bundle drin, sprich da ist der 150er Bogen drin und dann gehen wir direkt aufs Volle. Ich mache da nicht so viele Teste hin und her, ich will dann direkt das Extreme haben. So, okay, testen wir den mal. Ich vergesse immer, das ist super leicht zu spannen. So, okay, den haben wir getroffen und der ist in den Wald gehüpft. Probieren wir jetzt nochmal. Okay, der ist auch nochmal auf die Gallone gegangen. Ich sag mal, jetzt haben wir nochmal 1, 2 Kugeln, die können wir jetzt auch verballern. Da nochmal eingeschossen und immer wichtig beim Hantieren, Finger vom Trigger. Ja, sieht lustig aus. Aber das war es auch schon. Jetzt nehme ich euch mit. Die Kamera kurz abgeknipst. Sieht lustig aus. Ich habe gleich auch noch die Kugeln auf, die hier rumschwirren. Ja, geht. Alles klar. Hier. Also wir haben hier eine kleine Beule drin. Eine kleine. Hier, das war von dem 35er. Die ist sogar aufgegangen. Hier haben wir eine kleine Beule drin. Ansonsten nichts. Okay, also 75er halten diese Gallonen super gut aus. Und ja, ich suche jetzt nicht die Bälle hier die ganze Zeit. Ich weiß, da sind ein paar rumgeflogen, aber scheiß drauf. So, also ich würde sagen, wir nehmen den 150er. Ich glaube, der ist ganz cool. Schießen wir erstmal auf die kleinen drauf. Und wie gesagt, das sind die originalen Kugeln. Also kein Stahl, nichts. Das sind die ganz normalen Plastikkugeln und die wiegen halt auch nichts. Und jetzt holen wir uns den 150er. Auf den bin ich gespannt. Also hier der Hunting Bogen von Steambow, 150 Lips und hier nicht vergessen, den Mitnehmer mitzunehmen und auch natürlich wieder auf die Sehne zu machen. Dann laden wir nochmal. Also wie gesagt, die Tasche ist echt cool. Kein Fehlkauf, definitiv nicht. So, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8 Stück drin. Alles klar. Ich würde sagen, können wir loslegen. Super easy nachgeladen, macht richtig Bock. Alles klar. So. Ja, jetzt merkt man schon, da ist ein bisschen mehr Power drauf. Aber irgendwie einfach zu spannen. So, jetzt gucken wir, was passiert. Oh, das sieht Springen schon geiler. Macht schon mehr Spaß. Ne? Ja. Die Fetzen cooler. Der war cool. Habe ich richtig glatt und sauber runtergeschossen. Den nehmen wir gleich mal mit. Gucken wir mal, ob der vielleicht drin ist. Weil zurückgetopft ist er nicht. Und er ist nicht. Ich habe nirgends mehr gesehen. Deswegen gucken wir mal. Also nix. Hä?
Aber der ist drin. Hier. Hier, da unten sitzt er. Seht ihr? Einfach mal reingeschossen. Okay, dann stellen wir mal eine andere in die Mitte. Oder wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal die dicke. Die dicke Bertha. Die nehmen wir jetzt. Und probieren wir das mal mit der aus. Also, gut. Dann haben wir ein kleines Fazit schon mal. Der 150er ist in die Milchgallone rein. Schon mal super lustig. So. Klack, klack. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Die werden wir jetzt auch noch verschießen. Aber direkt drauf. Okay, springt weg. Gucken wir noch mal. Okay, der war auf dem Deckel. Der war nicht so cool. Deswegen. Ah, packt er nicht. Mit den Kugeln. Brauchen wir, glaube ich, andere Kugeln. Vielleicht. Ja. Tauchen nicht ein. Also, die dicke Bertha war standhaft mit dem 150er oder gegen den 150er und den originalen Kugeln. Getroffen werden von diesen Dingern mit dem 150er will ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natürlich gibt es andere Kugeln, die natürlich anderes Gewicht haben, einen Stahlkern drin haben oder halt diese Bleibatzen. Und ich denke, die sind schon extrem. Und da ist ein anderes Ergebnis da von den Gallonen, definitiv. Ich werde mir mal solche Bleibatzen holen. Wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare, sagt Bescheid. Ich hole die Bleibatzen, dann schießen wir die Dinger auch noch weg mit den Bleibatzen. Und wenn die zu leicht gehen, dann müssen wir natürlich das Ziel steigern. Müssen wir mal gucken, was dann geht. Aber ansonsten alles easy, Mann. So, ich habe jetzt hier vorne, ich habe die dicke Bertha hinten dran gestellt, damit die eine Gallone davor nicht wieder nach hinten fliegt. Und deswegen, oh, habt ihr das gesehen? Es hat richtig rausgespritzt. Geil. Okay, jetzt nehmen wir mal den linken. Oh, zwischendurch war nicht so genau. Wieder auf die. Wow, aber der war geil. Bin hier ausgerutscht. Also ich lade immer gern. Wieder, die ist reingegangen. Ihr habt genau gesehen, die ist rein, dann untergetaucht. Und hier wegen Laden, ich bin hier gerade ausgerutscht, aber ich lade hier so am liebsten. Ich stütze das hier gerne hier auf mit dem 150er auch und lade das ganz normal. Also ist kein Problem. Ich glaube, so könnt ihr auch eine Weile schießen ohne Probleme. Irgendwas hat es weggefetzt. Die hängt, die steckt drin. Ist das geil. Ist das geil. Okay, nochmal da drauf. Jetzt steckt sie nicht mehr drin. Die andere ist rein und die andere ist wieder rausgekommen. Eine habe ich noch. Ich höre das Wasser laufen. Also eine Ding ist gleich leer wahrscheinlich. Zack. Mit dem 150er macht es am meisten Bock. Sehe ich jetzt schon. Also für mich. Nicht auf irgendjemand, sondern nur auf Ziele macht das schon am meisten Bock. So, also das Coole an den Gallonen ist, hier läuft aus, reingeknallt. Wie viel haben wir hier drin? Ich zähle 3 Stück. Das Coole ist da, ich muss die Kugel nicht suchen, weil ich habe sie direkt da und jo, muss sie nicht suchen. So, jetzt guckt mal hier, ich habe einmal gesagt, ich habe den Deckel getroffen. Den hat es zerschmettert hier, also doch nicht ganz ohne. So, dann haben wir den hier noch. Und welcher ist unbeschädigt? Der hat auch schon was abgekriegt. Da hängt auch eine Kugel drin, soweit ich sehen kann. Also alle haben hier ein Loch drin. Also das macht Spaß. Also für den dicken hier reicht es nicht. Da ist auch die Wand, der Kunststoff, der ist ziemlich dick. Und verständlich. Ich meine, gut, eine Beule, falls man erkennen kann, hat man hier, Moment, hat man hier eine Beule. Aber mehr sehe ich jetzt nicht mit den originalen Kugeln. Muss man immer
immer im Hinterkopf haben, dass das die originalen Kugeln sind. So, welcher ist der vollste? Die Gallone ist am vollsten. Die werden wir jetzt nochmal beschießen und Spaß haben. So, okay, dann laden wir nochmal Magazin und dann gehen meine Bälle nämlich auch so langsam zu Ende. Also wie gesagt, ich habe hier 1, 2 noch, 3, 4, 6 Stück habe ich noch, dann war's das. Und halt noch die in den Gallonen drin. Aber ne, wie gesagt, die Tasche ist echt cool dafür. Ich habe die mir eigentlich gekauft zum Wandern und solche Sachen. Und die ist cool. Ich würde sagen, los geht's, oder? Also, geladen, geschossen. Geladen, geschossen. Weggesprungen, geladen, drin geblieben. Geladen, vorbeigeschossen, geladen, letzter Schuss und bam, reingeknallt. Ah ne, vorletzter Schuss. Ich habe ja doch noch einen. Okay, den hat's weggepfeffert. Keine Ahnung wohin. Jo, an sich, guck mal kurz. Also können wir noch mal gucken. So, wartet, ich habe hier eine Kugel, hier eine Kugel noch und hier. So, okay, jetzt hat es doch noch mal ein bisschen mehr Schaden hier gemacht. Das sieht man, ja, hier drauf. Hier hat es eine richtig fette Delle reingehauen. Hier läuft das Wasser raus. Also es macht richtig Spaß. Also der B08, cooles Ding. Wenn man auf Ziele schießt, ich glaube 150 sollte man nicht unbedingt immer nehmen, maximal 120er. Aber mir macht halt Spaß mit dem 150er. Also was muss man jetzt im Vordergrund stellen? Der Spaß oder die Kosten? Naja, mal gucken. Ich werde das Ding auf jeden Fall durchtesten mit 150er. Ich werde mir jetzt die Gallonen leer machen. Die Kugeln kann man zum Glück wiederverwenden. Die mache ich hier rein. Hol noch die anderen, mache das leer. Heute Feierabend. Ich muss erstmal neue Kugeln bestellen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehrere Tests oder andere Sachen, sagt mir gern Bescheid. Ich denke mal, ich werde die Bleibatzen auf jeden Fall noch holen. Auf die habe ich richtig Bock. Man sieht ja jetzt schon mit den originalen Kugeln, die sind super leicht, super weich. Also das ist das Einfachste, sage ich jetzt mal. Kriegt man doch schon auch was Cooles hin, ja. Also macht auf jeden Fall Bock. Es ist kein Pfeil, deswegen immer alles ein bisschen im Hinterkopf behalten, was die Grundsituation ist, beziehungsweise das Grundgerät. Und ja, ich finde es cool. Also ich finde, das Teil macht richtig Spaß. Und ja, werden wir sehen, was noch kommt. Ausrüstung, beziehungsweise das hier, das kann ich euch unten in die Videobeschreibung schreiben. Und da findet ihr ein paar Links und könnt ein bisschen sparen oder auch nicht. Oder doch. Oder ihr habt sowas dann auch oder nicht. Oder ihr habt sowas oder nicht. Ganz egal. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Spaß, der das jetzt schon hat. Auf jeden Fall eine coole Sache und wir sehen uns. Bis dann.